Ja, nach langer Zeit endlich mal wieder ein GTR-Video. Es haben ja schon einige danach gefragt. Deswegen hier mal, wir wollen euch ja nicht immer das Gleiche zeigen, mal ein neues Setup. Fahrzeug kommt aus Luxemburg, hat aktuell schon drunter eine HKS Legamax Auspuffanlage und ein HKS Y-Rohr ohne Nachkatz und das HKS Blow-Off-System. Was passiert jetzt noch? Es wird jetzt noch eine Menge eingebaut. Es kommen die HKS Ladeluftverrohrung rein, es kommt unser Carbon-Ansaugsystem rein, große Einspritzdüsen, Software wird noch gemacht und Downpipes kommen noch rein. Geplant sind eigentlich auch noch Druckdosen, aber die kommen wahrscheinlich später. Nicht so wild. Wir zeigen euch jetzt erstmal die Eingangsmessung 100 bis 200 km/h. Ja, im Mittel zwei Messungen gemacht jetzt. Reicht eigentlich auch bei der aktuellen Temperatur. Der Tank ist jetzt knapp unter halb voll. Wir sind wieder 2 Personen hier drin. Wir haben nicht abgenommen. Und im Mittel sind wir bei 8,4 Sekunden. Für aktuelle Außentemperatur 35 Grad. Ist okay. Ist eine gute Zeit. Ladedruck, wenn ich das richtig gesehen habe, das sieht man im Video bestimmt noch mal besser, hat sich irgendwo auf 0,85 bar eingepegelt. Werden wir natürlich ein bisschen erhöhen jetzt mit der Abstimmung und dann machen wir später dann auch noch mal die Ausgangsmessung. Aber jetzt wird erstmal umgebaut. Ja, am auffälligsten im GTR-Motorraum ist das HKS Blow-Off-System. Das sind die polierten Rohre, die zur Drosselklappe gehen mit den HKS Schubumluftventilen, die jetzt hier offen sind. Ich bin da kein Fan von, weil ein offenes Schubumluftventil immer zum Anfetten im Lastwechsel neigt. Das Steuergerät kalkuliert natürlich die zurückgeführte Luft, die er jetzt in dem Moment nicht kriegt, weil es in die Atmosphäre abgeblasen wird, und fettet natürlich entsprechend an. Ja, dann haben wir noch das Carbon-Ansaugsystem von uns. Carbon, warum? Weil es Wärme schlecht leitet und damit die Ansauglufttemperatur optimal ist. Ein Aluminium-Ansaugsystem bin ich kein Fan von, weil fährt man mal eine Runde mit dem Teil, kann man auf dem Aluminiumrohr ein Spiegelei braten. Ja, die Ladeluftverrohrung selber ist natürlich unter der Frontschürze komplett versteckt. Wir sehen hier im oberen Bereich noch ein bisschen die Ladeluftverrohrung und wenn man ganz tief reinschaut, auch noch die unteren Ladeluftverrohrungen. Aber das war's dann. Einspritzdüsen sind natürlich unter Motorcover und die Downpipes ganz tief unten. Ja, das war's zu dem Umbau. Ich bin zufrieden, wie man vielleicht sieht. Ja, wir haben jetzt eine Zeit von 6,702, war die beste. Und die zweite Zeit war eine 6,845, also im Mittel irgendwas um 6,76 in dem Bereich. Und damit sind wir 1,8 Sekunden ungefähr schneller geworden gegenüber der Eingangsmessung. Ja, es ist jetzt ein bisschen kälter, wir haben nicht mehr 35 Grad, aber es ist halt immer noch warm und schwül. Also die Luftdichte ist noch entsprechend hoch oder niedrig vielmehr. Von daher alles gut. Ich bin heute Morgen mal alleine gefahren und habe da eine 6,4 erreicht und damit ist man so ziemlich genau 2 Sekunden sogar schneller als in der Eingangsmessung. Das ist schon ein mega Ergebnis. Also geschätzt sind wir auch über 800 Newtonmeter. Der Kunde hat gesagt, komm, scheißegal, alles was geht. Und ist jetzt auf 102 Oktan abgestimmt. Soll es in Luxemburg auch geben, also von daher auch kein Problem. Und ich finde es vom Ansprechverhalten mega gut, klanglich auch. Ja, also das ist alles schön. Ne? Jetzt hier 4. Gang, hört man mich noch? Ja, da muss die Kamera arbeiten. Na, alles gut. Also so sollte sich eigentlich jeder GTR anhören, meiner Meinung nach. Wir zeigen euch das gleich auch nochmal von außen, damit ihr auch mal einen Eindruck kriegt, wie sich das von außen anhört. Ja, nach Umbau ist das Auto schon klanglich deutlich zorniger geworden. Ich habe es gerade damit verglichen mal, als wenn eine
eine wütende Schwiegermutter auf der Rücksitzbank sitzt und immer macht. So hört sich das irgendwie an. Schon ein cooler Klang. Und wir machen jetzt erstmal die 100-200 Messung nach Umbau. Komm. Wir bekommen ja immer wieder die Anfragen, Tino, mach doch mal bei meinem GTR Pops and Bangs, Flammen oder sonst irgendwas. Ich bin eigentlich kein Freund davon, weil das ein bisschen destruktiv ist. Ja, das geht aufs Material, das heißt also die Turbolader leiden darunter sehr. Mache ich aber auch eigentlich, wenn es vom Kunden explizit gewünscht ist, nur wenn keine Cuts verbaut sind. Das haben wir jetzt hier in dem Fall und das Einzige, was ihr dazu benötigt, ist das Ecotec Connect Dongle. Ja, und das möchte ich euch jetzt noch mal ganz kurz zeigen. Ich hatte es im Video SEMA mal kurz angerissen und mal kurz gezeigt. Jetzt möchte ich euch das mal live noch mal zeigen, wie es verbunden wird und was man damit alles machen kann. Um das Smartphone mit dem Ecotec Connect Dongle zu verbinden, müsst ihr das Ecotec Connect Dongle in die OBD2-Schnittstelle stecken. Das ist links unterhalb des Armaturenbrettes. Die schmale Seite zeigt dabei nach innen. So, ich habe eine gewisse Übung da drin. Dann müsst ihr per Bluetooth eine Verbindung aufbauen zu dem Dongle. Das ist jetzt hier in dem Fall der EVI 01B4. Normalerweise stehen die dann hier unten noch mal drin, wenn ihr noch keine Verbindung hattet. Dann öffnet ihr die Ecotec Connect App. Da fragt er bei der ersten Verbindung nach einem Passwort. Das könnt ihr dann eingeben, damit sich halt nicht jeder auf den Dongle verbinden kann. Und dann könnt ihr halt schon reingehen in My Car. Dann initialisiert er sich ganz kurz und dann könnt ihr halt Abfragen machen. Ihr könnt ein Dashboard machen. Achso, übrigens, das geht natürlich nicht nur mit dem Smartphone, sondern auch mit einem Pad. Ne? Das heißt also, wenn ihr ein iPad habt oder irgendwas, könnt ihr entsprechend mehr darstellen zum Beispiel. Jetzt hier gerade im Dashboard-Bereich. Jetzt ist hier zum Beispiel nur Drehzahl und km/h angezeigt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr hier drauf geht, auf das Rädchen, die entsprechend kleiner machen und anklicken und dann so kleiner machen, dann könnt ihr die verschieben. So, dann verschieben wir den auch hier, machen wir den was kleiner. So, und dann machen wir einfach mal spaßeshalber noch was dazu. Was nehmen wir denn? Nehmen wir auch mal so ein Rundinstrument. Ein Parameter kann ich mir jetzt hier einen aussuchen. Ich sage jetzt mal Öltemperatur. Immer Öltemperatur. Zack. Wenn wir jetzt in das große Display schauen, sehen wir natürlich auch die gleiche Öltemperatur. Wenn ich jetzt den Motor starten würde, ich mache das einfach mal spaßhalber. Seht ihr, die Drehzahl reagiert. Fast Echtzeit. Ja, ist natürlich ein kleiner Delay drin, aber das ist so minimal. Das ist schon super. So, ihr könnt natürlich Markierungen setzen über Add Mark. So. Und das ist nur das Dashboard. Ja. Ihr könnt natürlich auch Data-Logging betreiben. Das heißt, ihr habt die ganzen Daten hier in Echtzeit, die ihr mitloggen könnt. Für eine Fernabstimmung zum Beispiel interessant oder eine Ferndiagnose. Ja, das heißt, wenn ihr ein Problem habt mit eurem Fahrzeug, könnt ihr dieses Log-File eurem Tuner schicken. Der kann mal drüber schauen, was nicht in Ordnung ist. Wenn ein Sensor defekt ist oder ähnliches, kann man das da relativ schnell rausfinden. Launch Control kann man einstellen, also die Drehzahl und den Ladedruck. Wir haben den Boost Controller, den kann man hier über den Slider einstellen. Wir haben die Custom Inputs, da haben wir jetzt die Pops und Bangs und die Flammen, die zeigen wir euch gleich nochmal in dem Video. Dann haben wir die DTC Control, das heißt also das Auslesen und Löschen von Fehlercodes. Ist auch ganz interessant und hilfreich. Performance Analyzer ist so, ja, für Viertelmeile-Fahrer irgendwo, ne? 0 bis 100 km/h kann man loggen und 0 bis 400 Meter. Das ist so, ich glaube, wir können sogar noch andere Daten loggen. Genau, wir können ja auch noch die 100, 200 km/h mitloggen oder die echte Viertelmeile, weil 0 bis 400 Meter ist ja keine echte Viertelmeile. So, und da haben wir zum Beispiel Daten, die wir einfach mitloggen können. Sind natürlich nicht super genau, weil es natürlich nicht GPS gestützt ist, aber ist ein Anhaltspunkt, wenn man gucken will, ob das Tuning was gebracht hat oder die Modifikation. Ja, diverse andere Sachen, die wir hier unten noch haben. TPMS-Tool ist ganz interessant. Das ist halt
Okay, da muss man halt die Sensoren aktivieren erst, damit man das auslesen kann. Und das heißt zum Anlernen der Reifendrucksensoren interessant. Da kann man nämlich die Daten dann entsprechend übertragen. Wenn man zum Beispiel von Sommer auf Winter wechselt und man hat halt also man möchte nicht zum Händler fahren, dann muss man halt entsprechend die Sensoren aktivieren und kann dann halt die IDs der Sensoren über OBD übertragen. Damit hat man dann halt die Reifendruckkontrollwarnlampe ausgeschaltet. Ja, das ist so ein kurzer Abriss über das Ecotec Connect Dongle. Gibt es bei uns auch zu kaufen, kostet 320 €, ist mega hilfreich, gerade sage ich mal für stark umgebaute 370Z zum Beispiel oder halt auch für oder für GTR halt, die zum Beispiel so eine Pops and Banks Maps haben möchten oder halt einen Boost Controller über einen Slider. Wir können darüber theoretisch auch eine Traktionskontrolle generieren oder ähnliches. Da lässt sich viel bewerkstelligen. Ja, das war es ganz kurz zum Ecotec Connect und ich nehme das jetzt erstmal hier wieder raus und das zeige ich dem Kunden morgen, wenn er das Auto abholt, nochmal genauer. Der wird sich freuen, dass das Auto wunschgemäß jetzt Flamme macht und auch ein bisschen knallt. Gehört dazu in der Szene. Und wie gesagt, es lässt sich über Ecotec Connect auch noch andere Sachen bewerkstelligen, wie zum Beispiel eine einstellbare Traktionskontrolle. Das ist ganz interessant. Da wird zum Beispiel über Zündwinkel die Traktion wiederhergestellt oder über Drosselklappenstellung, damit das etwas fließender und homogener vonstatten geht als die serienmäßige Traktionskontrolle. Gerade für Hecktriebler interessant. Wir hatten es schon mal beim Biturbo-Umbau 370Z generiert und bewerkstelligt. Das war ganz interessant, um halt wirklich optimalen Vortrieb zu erzeugen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die man machen kann, wo man halt über diese sogenannten Custom Inputs arbeitet, über diese Slider, die ich euch gerade gezeigt habe. Und ja, das ist ein hilfreiches Mittel, sag ich mal, sein Fahrzeug im einen gewissen Überblick zu gewährleisten, was die Sensorik angeht und die Temperaturen. Man hat ja nicht immer alle Temperaturen im Blickfeld. Gerade beim 370Z ist das ein bisschen schwieriger. Und das ist daher sehr hilfreich, gerade auch das Data-Logging und das spätere Auswerten macht es natürlich auch einen Tuner einfacher, zum Beispiel Fehler zu finden, wenn zum Beispiel ein Defekt am Fahrzeug ist oder ähnliches. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und mir hat es Spaß gemacht. War mal wieder schön, euch was Neues zu zeigen. Und ansonsten sage ich, dranbleiben, abonnieren und bis zum nächsten Video. Euer Tino. It's dark.